Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Falls du mich neu entdeckt hast, würde ich mich super freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. In dieser Anleitung möchte ich dir zeigen, wie du diese Tasche nähen kannst. Die Tasche kann gut aus allen Stoffen mit etwas Stand genäht werden. Zusätzlich werden alle Teile noch mit Vlies verstärkt. Der Gurt ist lang, zum Tragen Crossover und kann in der Länge auch noch verstellt werden. Die Tasche ist ca. 25 cm hoch und 30 cm breit. Der Boden ist 10 cm breit. Der Deckel wird hinten aufgenäht. Ich finde es besonders schön, wenn Deckel und Futterstoff aus einem Stoff sind. Das große Fach in der Mitte wird durch eine stabile Trennwand, nenne ich es mal, geteilt. Diese wird mit eingenäht. Du kannst alle Schnittteile nach meinen Angaben im Video zuschneiden oder als Alternative biete ich in meinem Shop ein Schnittmusterpaket mit 2 Größen an. Einmal diese Größe und dann gibt es noch eine kleinere Größe. Die kleinere Größe ist 20 cm hoch und ca. 25 cm breit. Der Boden ist 8 cm breit. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Taschen, die ich bisher genäht habe. Das ist die Tasche, die ich gleich im Video nähe. Und dann kommen noch 2 kleinere Modelle dazu. Ich hoffe, die Tasche gefällt dir. Viel Spaß beim Zuschauen! Das sind alle Teile mit dem Schnittmuster zugeschnitten. Ich zeige dir gleich nacheinander, wie du die Teile nach meinen Angaben zuschneidest. Als erstes schneidest du die Klappe zu. Dafür 2 Teile, 17 x 30 cm. In meinem Schnittmuster sind die Ecken abgerundet. Wenn du das auch machen möchtest, dann musst du dir bei einem Muster mit oben und unten schon einmal überlegen, wie der Stoff liegen soll, dass das Muster nachher nicht auf dem Kopf steht. Bei der Klappe wird das Stück Stoff, das nachher sichtbar ist, mit Vlies bebügelt. Also wähle von den beiden Stücken das Stück aus, was bei der Tasche nachher sichtbar ist, und bügel das Vlies auf. Nun schneidest du für die Tasche 4 Teile 30 x 35 cm groß zu. An den unteren Ecken schneidest du 5 x 5 cm große Quadrate aus. Nun hast du 4 Teile, 2 für außen und 2 für das Futter. Bei den Futterteilen schneidest du oben 1 cm ab. Auf alle 4 Teile bügelst du ein Vlies. Ein Stück Stoff, 38 x 25 cm für die Trennwand. Ein etwas festeres Vlies, 1 cm kleiner als das Stoffstück, zuschneiden und aufbügeln. Für die Vierkantringe brauchen wir 2 Stücke, 8 x 12 cm. Fast alle Teile sind jetzt schon zugeschnitten. Zusätzlich brauchst du noch 2 Vierkantringe, 3 cm breit, eine Leiterschnalle und einen Druckknopf. Für den Gurt ein Stück Stoff, 12 cm breit und 145 cm lang. Alternativ kannst du auch 3 cm breites Gurtband nehmen.
Als erstes nimmst du die beiden Stücke für die Klappe und legst sie rechts auf rechts. Klammerst sie an den Seiten und an der Rundung und auf der geraden Seite markierst du eine Wendeöffnung. Ich benutze eine Universalnadel Stärke 9. Jetzt einmal ringsherum nähen, alle Nähte gut verriegeln. Nun die Nahtzugabe etwas zurückschneiden und an den Rundungen den Stoff etwas einknipsen bis kurz vor die Naht. Dann kannst du den Deckel wenden, die Nähte schön und die Ecken schön ausstreichen und einmal drüber bügeln. Jetzt nur die Seiten und die Rundung einmal knappkantig absteppen. Ich bringe an dieser Stelle schon mal den Druckknopf an der Klappe an. Also das kommt nach außen und da kommt das obere Teil vom Druckknopf drauf. Dafür machst du mittig 1 cm von der genähten Kante eine Markierung oder direkt ein Loch. Das passt noch nicht. Also für einen Kammsnaps passt das meistens, aber für den Druckknopf muss ich das Loch etwas größer machen. Für Druckknöpfe, Ösen und Nieten benutze ich super gerne meine Presse. Jetzt nimmst du dir eines von den Außenteilen und knickst es einmal zur Hälfte, um die Mitte zu markieren, und dann legst du den Deckel 3 cm vom oberen Rand auf und der Druckknopf schaut dabei nach oben. Also die linke Seite vom Deckel quasi wird auf die rechte Seite vom Stoff gelegt. Also den Deckel mittig auflegen, die beiden Mitten treffen aufeinander, die Wendeöffnung ist noch offen. Dann kannst du den Deckel auf dem Außenstoff feststecken. Damit sie nicht stört, die Klappe mit einer Nadel auf dem Stoff befestigen und dann die beiden Außenteile am Boden rechts auf rechts aufeinander stecken und nähen. Dann die Nahtzugabe auseinanderlegen und bügeln. Nun legst du die Seitenteile rechts auf rechts aufeinander, klammerst sie fest und nähst. Als nächstes bügelst du die Nahtzugaben auseinander und weil es sich schon so gut ergibt, klammerst du die seitlichen Bodennähte aufeinander. Dann nähst du die seitlichen Bodennähte und schneidest die Nahtzugabe direkt auf 0,5 cm zurück. Jetzt die Tasche wenden und erstmal zur Seite legen. Die Trennwand links auf links legen und einmal drüber bügeln. Jetzt legst du die Trennwand genau mittig zwischen die beiden Futterstücke. Die Futterstücke liegen rechts auf rechts. Am Boden mit ein paar Klammern fixieren und dann rechts und links eine Markierung bei 1 cm machen. Dann nähst du zwischen den Markierungen. Jetzt wird ein bisschen gefaltet. Das machst du an allen
4 Seiten. Also du nimmst eine Seite des Futters und knickst es so im 45-Grad-Winkel die Ecke. Du knickst es so, dass die Schnittkante genau auf dem Boden aufliegt. Dann faltest du das wieder zurück und knickst es so, dass diese obere Schnittkante auch auf dem Boden aufliegt. Das steckst du mit ein paar Klammern fest. Das gleiche auf der anderen Seite. Also das Stück Stoff im 45-Grad-Winkel mit der Schnittstelle auf den Boden legen. Dann diese Schnittstelle ebenfalls auf den Boden legen und schon mal mit Klammern fixieren. Dann das Ganze umdrehen und auf der anderen Seite ebenso verfahren. Dafür die Klammern nochmal lösen und wieder knicken, dass die Schnittstellen aufeinander passen und zurückknicken. So zurückknicken und wieder mit Klammern fixieren und jetzt liegen die Seitenteile mit der Trennwand auch schon in der richtigen Position. Mit ein paar Klammern feststecken und das gleiche auf der anderen Seite machen. Nun zeichnest du rechts und links an den Seitennähten eine Markierung bei 1 Zentimeter. Beide Seitennähte bis zur Markierung nähen. Die seitlichen Bodennähte liegen schon in Form. Du musst noch die Nahtzugabe auseinanderfalten und mit einer Klammer fixieren. Das machst du auf beiden Seiten. Jetzt die Seiten nähen und auch hier die Nahtzugabe zurückschneiden. So sieht das jetzt aus. Als nächstes nähen wir die Halter für die Vierkantringe. Dafür das Stück einmal in der Mitte falten, dann wieder auffalten und die Kanten zur Mitte falten und das Ganze aufeinander legen und bügeln und rechts und links absteppen. Vor dem Zusammensetzen der Tasche bringen wir noch den Druckknopf an. Dafür in der Mitte 8 cm auf dem Stoff eine Markierung machen. Ich habe hier noch ein Stück Stoff, das ich von links zur Verstärkung mit unter den Druckknopf lege. Also in dieses mache ich ein Loch und in die Tasche mache ich ein Loch und dann befestige ich den Druckknopf. Jetzt kannst du die Außentasche rechts auf rechts in die Innentasche stecken und am Rand feststecken. Auf der vorderen Seite lässt du eine Wendeöffnung von ca. 15 cm. An den Seitennähten legst du jetzt noch die Ringe ein. Die Ringe zeigen dabei in den Beutel und die Bänder stehen ca. 1 cm über den Rand hinaus. Jetzt nähst du zwischen den beiden Nadeln die Beutel zusammen.
Jetzt wendest du das Ganze durch die Öffnung und steckst den Futterbeutel dann direkt in den Außenbeutel. An der Wendeöffnung legst du die Nahtzugaben nach innen und bügelst dann die ganze Kante. Dann steckst du die Wendeöffnung zu. Der obere Rand wird jetzt von rechts knappkantig abgesteppt und dabei schließt du auch die Wendeöffnung. Für das Gurtband faltest du wie vorhin für die Ringe das lange Stück Stoff einmal in der Mitte und dann die äußeren Kanten wieder zur Mitte und klappst das zusammen, bügelst das und nähst. Der Gurt wird nun einmal durch die Leiterschnalle geschoben, um den mittleren Steg gelegt und das Ende ca. 1 cm nach innen klappen und auf dem Gurtband festnähen. Zum Schluss führst du noch das Gurtband durch eine Seite, schiebst es dann durch die Leiterschnalle und dann von außen durch den anderen Vierkantring, knickst das Ende wieder 1 cm um und nähst es auf dem Gurtband fest. Die Tasche ist fertig. Das war meine bisher längste Anleitung. Ich hoffe, die Tasche gefällt euch und wünsche viel Spaß beim Nachnähen. Natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr einen Daumen hoch da lässt oder einen Kommentar schreibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!